Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute habe ich einiges für euch parat und zwar auch einiges an Links, die ihr auschecken könnt. Und zwar habe ich unten alles in den Kommentaren nochmal angepinnt und aufgelistet, weil das wird einiges heute. Ja, unter anderem fangen wir jetzt mal zuerst an mit der neuen Umfrage. Ich habe eine neue Umfrage am Start. Ich bin da echt ein Fan von, muss ich sagen. Die letzte Umfrage war ja gewesen, bist du für die Veränderung beim Berserker oder dagegen? Ne? Da haben ja knapp 1000 Leute dran teilgenommen, das ist sehr cool. Vielen lieben Dank für eure Teilnahme an den Umfragen, das ist sehr nice. Ich finde das ziemlich interessant und bedanke mich da auch auf jeden Fall für die rege Teilnahme. Dann haben wir jetzt hier heute, beziehungsweise für euch dann gestern, bist du Free-to-Play-Spieler oder Pilzer? Ne, habe ich hier angegeben, Pilzer oder Free-to-Play. Sind jetzt nach 3 Stunden auch schon ein bisschen über 600 Stimmen zusammengekommen. Deswegen, ja, schaut da gerne mal vorbei. Den Link zu den Umfragen hier findet ihr unter Community. Ist aber auch, pinne ich euch unten auch in den Kommentaren an. Das sind Sachen, die interessieren mich persönlich immer recht stark, was so meine Community für Leute sind, ne? Was seid ihr für Leute da draußen? Ja, seid ihr Pilzer, seid ihr Free-to-Play? So, eure Meinung würde ich gerne immer hören. Und in Zukunft werden hier auch noch die ein oder anderen Umfragen stattfinden. Ne? Falls ihr coole Umfragen haben solltet, die euch vielleicht interessieren würden, was die Allgemeinheit so interessiert, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Und ich lese mir da dann ein bisschen was durch und eventuell starte ich dann auch mal so eine Umfrage mit eurem Vorschlag. Ne? Das wäre vielleicht auch ganz interessant. Ansonsten habe ich, denke ich mal, auch noch 1, 2 Umfragen, die mich auch noch sehr interessieren. Ne? Ja, ansonsten das nächste, was halt an News reingeflattert ist, ist halt eben Shakes and Fidget. Die Spielwelt EU4 ist announced worden und startet den kommenden Freitag um 16 Uhr. Und ab Montag 10 Uhr habt ihr quasi die Möglichkeit, euren Spielecharakter schon zu erstellen und euren Namen zu sichern und zu registrieren, eure 25 Pilze zu erhalten und so weiter und so fort. Und das Ganze geht ab Montag dann quasi in die Pre-Registrierungsphase los und am Freitag 16 Uhr startet dann EU4. Es haben schon ein paar Leute nachgefragt, wann denn der nächste Server rauskommt. Und jetzt habt ihr da auf jeden Fall auch die Information zu. Die Vorbereitung für einen neuen Serverstart beginnt schon, bevor der Server überhaupt gestartet ist. Ne? Wie bereitet man sich darauf vor? Und das Wichtigste, was ich immer so sage, ist, dass man sich schon mal vorab irgendwo eine Gilde sucht, ein paar Leute, mit denen man sich zusammenschließt. Ich biete da zum Beispiel auch auf meinem Discord-Server die Möglichkeit an, dass ihr unter Gilden- und Spielersuche euch hier eintragen könnt. Den Link zum Discord-Server habe ich auch unten in den Kommentaren verlinkt. Dort könnt ihr entweder Gilden suchen als Spieler oder als Spieler könnt ihr Gilden suchen. Ja, war das jetzt richtig? Oder halt als Gildenleiter könnt ihr Spieler suchen oder als Spieler könnt ihr Gilden suchen. Genau. So, da könnt ihr euch hier eintragen, wenn ihr für EU4 schon am Start seid, ne, und da noch eine Gilde sucht oder einen Mitspieler sucht, könnt ihr euch da sehr gerne connecten. Haben sich schon viele Leute zusammengetan. Link ist da unten auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und wie bereitet man sich noch weiterhin vor auf EU4, falls ihr wirklich durchziehen wollt? Hatte ich hier auch nochmal meine persönlichen 3 Favoritenvideos aufgelistet, die ich euch auch alle 3 unten in den Kommentaren nochmal anpinnen werde. Ja, untereinander alles. Und dann braucht ihr da nur raufgehen und dann habt ihr eigentlich schon eine sehr gute Vorbereitung. Das sind so meine 3 Favoriten für die Vorbereitung für Serverstarts. Ne? Das letzte ist gerade mal 1 Monat alt, also das ist noch sehr aktuell. 10 Tipps für einen erfolgreichen Serverstart. Das ist hier sogar alles so ein bisschen unterteilt hier. Das ist gemarkt alles, das ist ganz cool. Ich habe das nicht mal gemacht, das hat einfach YouTube so gemacht. Also ist sehr nice. Cooles Video geworden auf jeden Fall, sage ich selten, ja, aber es gibt auch ein paar Sachen, die sind also zwischen den Daily Content mache ich auch mal ab und zu qualitativ hochwertigere Videos und das sind auf jeden Fall 3, die ich da für so einen Serverstart empfehlen kann. Das nächste sind halt die Pilzpakete und wie man sie perfekt nutzt. Ja, da liste ich alle Pilzpakete auf, die ihr bekommt, falls ihr Interesse habt, Pilze zu kaufen und wie ihr halt diese dann auch am sinnvollsten investiert. In diesem Video ist auch ein Festungsguide mit inbegriffen, wie ihr die Festung am besten ausbaut, was denke ich mal auch sehr nützlich ist.
Und im Anschluss haben wir hier sogar einen Unterwelt-Guide, wie ihr die Unterwelt am besten ausbaut mit dem dementsprechenden Pilzpaket auch dazu. Und hier haben wir auch so ein kleines Speed-Up, wie man am besten startet für die Unterwelt, wie man nach Reihenfolge das am besten ausbaut. So, ne? Auch unten verlinkt, ne? Alle 3 Videos unten verlinkt. Und das dritte, was ich auch sehr gelungen finde, ist mein Free-to-Play-Guide, falls ihr halt eben Free-to-Play-Spieler seid, wie wir halt in der Umfrage auch gesehen haben, ist ein Großteil Free-to-Play, was aber auch zu erwarten war. Und deswegen empfehle ich euch, falls ihr auf dem Server durchstarten wollt, auch den Free-to-Play-Guide, den ich dazu gemacht habe. Der ist jetzt nicht speziell auf den Serverstart bezogen, aber ist ein genereller Free-to-Play-Guide, den ich persönlich ganz gut gelungen finde. Und deswegen sind diese 3 Links auch unten aufgelistet. Und damit seid ihr, denke ich mal, schon ganz gut gewappnet für den EU4 Serverstart. Ich werde da auch drauf spielen auf dem Server. Ja, natürlich wieder mal jetzt nicht was Langfristiges so, aber ich werde da ein bisschen mein Unwesen treiben, werde mal schauen, wie der Server so abgehen wird. Ich persönlich bin ja mehr auf EU5 gespannt, weil der Server schon in aller Munde ist wie Zahnärzte und deswegen, das wird schon viel drüber gequatscht auf jeden Fall und ich glaube, EU5 wird ein relativ guter Hype-Server werden. Deswegen würde ich mal so sagen, EU4 wird jetzt wahrscheinlich nicht schwach werden, aber wenn ihr wirklich einen langfristig aktiven Server nehmen wollt, auf den ihr spielt und ihr entscheidet euch neu anzufangen, dann würde ich euch wahrscheinlich eher dazu raten, auf EU5 zu warten. Ja, unbeabsichtigter Rhyme hier an der Stelle. Und weil der, glaube ich, noch einen Ticken aktiver wird als der EU4-Server. Trotzdem wird er, denke ich mal, jetzt nicht schlecht, so vom Ding her. Ne? Aber so sagt mir zumindest so mein Gefühl, dass sich da schon sehr viel aufbraut, was EU5 angeht. Und deswegen, ich werde auf beiden Servern vorbeischauen, so ist ganz klar. Ne? Ich als Content Creator gucke mir das so aus der Creator-Sicht natürlich sehr gerne an, verfolge die Serverstarts aber halt auch privat ziemlich gerne. Ihr wisst das ja, ne? Ich habe ja jetzt schon fast jeden Serverstart eigentlich fast so mitgenommen, um halt zu gucken, wie die Server so abgehen werden. Ne, auf irgendwelche neuen Rekorde vielleicht aufgestellt werden. Was ja auch ganz interessant ist, ist der Aspekt, dass halt eben der Elevator jetzt zum Start mit dem neuen Server, mit EU4, synergiert quasi. Ne? Am Donnerstag startet der Elevator ja auf S31. Dort wollten wir uns das Ganze ja im Stream anschauen. Und am Freitag startet ja dann schon der EU4-Server. Ja? Und gleichzeitig startet um 16 Uhr dann auch der Elevator. Ich bin mal gespannt auf die Performance tatsächlich, ja, weil die letzten Server-Starts in Kombination mit Elevator sind, glaube ich, nicht ganz so gut geendet, obwohl ich glaube, der letzte war auch so ähnlich, ne? Da wurde das auch erst einen Tag vorher auf S31 getestet und dann ging das eigentlich nächsten Tag mit dem Serverstart, ne? Also, ja, ich bin gespannt. Wir warten mal ab, auf jeden Fall, ne? Und gucken uns das Ganze auch mal an. Ich denke mal, ich kann aber noch nichts versprechen. Eventuell werde ich den Serverstart am Freitag auch streamen. Aber da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Dann wären wieder 2 Streams in Folge, ne? Freut, denke ich mal, auch den einen oder anderen von euch so, mal wieder ein bisschen mehr zu streamen. Ne? Aber das kann ich euch jetzt noch nicht 100%ig sagen. Will ich mich jetzt auch nicht zu sehr drauf festnageln. So. Deswegen, da warten wir mal ab. Da sage ich euch noch rechtzeitig Bescheid. Ne? Falls ihr sowieso jetzt keine News verpassen wollt, beziehungsweise auch eventuelle Giveaways, die bald stattfinden werden oder halt eben auch Codes, die eventuell die nächste Zeit rausgehauen werden, dann würde ich euch natürlich auch empfehlen, den Kanal hier kostenlos zu abonnieren, damit ihr in Zukunft dann auch solche Aktionen nicht verpasst. Denn ich habe nämlich jetzt diese Woche auch, was haben wir denn heute? Wir haben heute, jetzt wo ich aufnehme, gerade Freitag, also am Samstag kommt das Video gerade. Ich glaube, Anfang nächster Woche habe ich nämlich ein krasses Jubiläum. Vielleicht weiß es der ein oder andere, aber zu dem Jubiläum möchte ich auf jeden Fall auch
das Ganze mit euch ein bisschen zelebrieren und ja, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Es gibt wieder auf jeden Fall was zu gewinnen für den einen oder anderen. Natürlich, jetzt kommt das halt auch ganz gut, falls jemand vorhat, auf EU4 zu spielen, wäre das, denke ich mal, auch ein guter Start auf jeden Fall, aber natürlich auch für alle anderen Spieler da draußen, die begeistert Shakes and Fidget spielen, ne, ob es Free-to-Play ist oder Medium Pilzer oder Low Eco Shroomer oder halt Free-to-Play, alles mögliche. Denke ich mal, Pilze tun immer gut, ne? Gut, Leute, das soll es dann aber auch soweit gewesen sein. Ein vollgepacktes Informationsvideo von mir. Jetzt seid ihr erstmal soweit gut vorbereitet für die EU4 Startphase und wir hören uns auf jeden Fall die Tage natürlich wieder, so wie jeden Tag eigentlich, ne? Daily Dose of Dorza muss natürlich weiterhin aufrechterhalten werden, ne? Das wollen wir nicht abreißen lassen. Und ja, freut mich auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für euer Feedback, auch bei den Umfragen. Es freut mich echt sehr, dass ihr da so rege dran teilnehmt. Es ist ziemlich interessant und wie gesagt, falls ihr da Vorschläge habt, was ich noch in Zukunft so fragen sollte, was vielleicht halt euch interessiert an Umfragen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Dankeschön fürs Zuschauen wie immer. Haut rein und bis zum nächsten Mal.